freue mich sehr, heute im Gespräch zu sein mit Gudrun Wurlitzer. Sie ist Architektin, dazu wird sie uns sicherlich bestimmt auch noch etwas erzählen. Sie ist aber vor allem Kunstsammlerin und sie ist nicht nur einfach Kunstsammlerin, sondern sie hat auch spezielle Ideen entwickelt, wie man mit Kunstsammeln heutzutage strategisch umgehen kann. Und dazu gleich meine erste Frage. Vielleicht erklären Sie uns ein bisschen das Modell von Art Creator, weswegen wir ja heute hier im Gespräch sind. Frau Wurlitzer. Frau Lutz, das Ziel von Art Creator ist, dass Sammler auf einfache Weise auch mal sich von einem Werk trennen können, indem sie es verkaufen, und zwar an andere Sammler, und auch so, dass es nicht öffentlich wird, dass zum Beispiel der Preis nicht öffentlich wird, wie bei Auktionen, und dass man das auch nicht eine große Community, die zum Beispiel bei Auktionen immer zuschaut, oder das hinterher nachschaut, dass die sieht, ob es jetzt verkauft wurde oder nicht. Also man kann bei Art Creator ein Werk einreichen und dann wird das bei uns auf die Webseite gestellt. Das sehen nur unsere Members. Das sind alles verifizierte und geprüfte Mitglieder. Und das ist auch eine sehr verschwiegene Gemeinschaft. Und ja, und wenn es jetzt zum Beispiel nicht verkauft wird, nach einiger Zeit, dann kann der Sammler das auch gerne jederzeit zurückziehen. Das heißt, auch der Käufer und der Verkäufer bleiben gegenüber einander anonym, oder wird dann doch ein Kontakt hergestellt, der dann wieder in der realen Welt stattfindet? Ja, die bleiben natürlich nicht anonym. Zuerst schon, aber wenn es zum Verkauf kommt, dann lernen die sich auf jeden Fall kennen. Ja. Und damit haben Sie sozusagen eine Nische auch zumindest im Ja. deutschen Marktgeschehen gefunden. Wir haben natürlich auch Mitglieder schon international, vor allem aus Großbritannien, und wir wollen das auf jeden Fall erweitern, international. Wir haben auch in Frankreich Mitglieder und auch Einlieferungen von da. Und ist dieses Vorhaben oder das Projekt oder das Konzept, ist es nicht auch ein bisschen eine Konkurrenz zu den Geschäften der Galerien, die ja zunächst mal sozusagen aus erster Hand auch ihre Kunst verkaufen wollen? Ich würde eher sagen, dass es die Galerien unterstützt, denn jedes Mal, wenn Werke von Künstlern in Auktionen kommen, die bei einer Galerie sind, dann zittern schon alle. Und es war in letzter Zeit wirklich oft so, dass es dann wegging für die Hälfte vom Galeriepreis. Und das ist natürlich für die Galerien ganz schwierig. Und deshalb ist auch mein Ziel, die Galerien damit zu unterstützen. Verstehe. Es ist also auch eine Form des faireren Handelns mit Kunst, weil es schon eine gewisse Beweglichkeit ermöglicht, den Austausch von Kunstwerken, ohne dass da eben den Dynamiken des Auktionsgeschäftes unbedingt gefolgt werden muss, sondern ein bisschen eine Alternative dazu. Ne? Genau. Und außerdem sind natürlich bei uns die Kosten viel geringer. Ist klar, dass ein Auktionshaus auch viel mehr verlangen muss, weil die haben ja viel mehr Kosten mit dem ganzen großen Apparat, den die unterhalten. Aber bei uns ist der Apparat ja schlank, und darum können wir es uns erlauben, insgesamt nur 10% Provision zu verlangen, und zwar 5% vom Käufer und 5% vom Verkäufer. Und das ist ja bei Auktionshäusern also 40% oder so insgesamt. Insofern ist es eigentlich ganz gut. Und außerdem von Private to Private fällt halt auch keine Mehrwertsteuer an. Das ist noch ein weiterer Vorteil. Ah, das ist gut. Jetzt kennen wir auch die detaillierten Argumente, und ich empfehle an dieser Stelle nochmal unseren Zuschauern dann die Möglichkeiten auf der Art Creator Webseite zu folgen. Das heißt, wenn die Initiation eines Kaufs oder eines Austausches, nennen wir es mal, über die Webseite läuft, dann sind Sie eigentlich auch bestens für diese Zeiten gerüstet, wo doch sehr viel eben über digitale Kommunikation laufen muss. Wie stellt sich die aktuelle Entwicklung, die Bedingungen unter Corona jetzt für Sie dar, sowohl mit Hinsicht auf Art Creator, aber natürlich auch für Sie als Sammlerin?
Ja, es fehlt halt wirklich auch der Austausch, den man sonst zum Beispiel auf Messen, da trifft man halt ganz viele Leute und kriegt auch Eindrücke, die man halt im Internet, gebe ich zu, so nicht hat. Äh, Ich will gleich noch mehr dazu sagen, was ich an den Kunstmessen so schätze. Insofern ist jetzt unsere Plattform natürlich gar kein Ersatz für eine Kunstmesse, aber es ist eine Ergänzung. Und ich meine, ein Sammler kann ja auf der Kunstmesse nicht unbedingt sein Werk weiterverkaufen, es sei denn, es ist ein Blue Chip, was den halt dann eine Galerie mal verkauft. Aber normalerweise, so normale Kunst, so weiß ich nicht, so die verkauft ja eine Galerie nicht, die nimmt die ja nicht zurück. Wenn man jetzt in der Galerie was gekauft hat, dann sagen die zwar, okay, wir nehmen jetzt mal in Kommission, aber man sieht, das wird nicht verkauft meistens. Also wir haben es nicht erlebt, dass es verkauft wurde. Wir haben es dann wieder heimgeholt und waren dann aber auch froh, dass wir es dann noch hatten. Das ist uns zweimal passiert, ja. Verstehe. Ja, in dem Vorgespräch, was wir geführt haben, habe ich auch schon rausgehört, dass Sie eben auch wirklich trotz dieser Internetplattform, die Sie aufgezogen haben, doch eine Verfechterin des authentischen Messe-Rundgangs-Erlebnisses der Begegnung sind, dass Sie auch ein großer Fan der Art Cologne sind. Und inzwischen wissen wir ja, dass sie nun doch im Herbst nicht in der geplanten Form stattfinden kann. Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass wir diese digitalen Austauschmöglichkeiten haben. Wie sehen Sie jetzt die Perspektiven von Messen, von den Begegnungen im Kunstbetrieb und natürlich vor allen Dingen im Kunstmarkt? Ich hoffe, ich bekomme von Ihrer Seite da jetzt eine etwas optimistische Prognose. Also von meiner Seite aus sind halt Messen wirklich unentbehrlich, speziell für jemanden wie mich, der wirklich 12 Stunden am Tag arbeitet, weil ich bin ja Chefin von 2 Firmen, von meinem Architekturbüro und von der Internetfirma, wo auch Artcrater drüber läuft. Und folglich habe ich jetzt nicht super viel Zeit, dauernd sozial aktiv zu sein. Ich kann zum Beispiel nicht lunchen gehen oder solche Dinge. Ich habe keine Zeit, mich viel mit Leuten zu treffen. Darum ist zum Beispiel, jetzt um das mal als allererstes, ist natürlich nicht das Wichtigste, aber es ist sehr wichtig, auf einer Messe, da treffe ich so viele Leute, die ich kenne und die ich schon längst hätte vorher mal treffen wollen. Und die laufen mir dann alle auf der Kunstmesse über den Weg. Gut, das ist jetzt kein tiefes Gespräch, aber man sieht sich, man frischt die Freundschaft auf, tauscht sich aus. Und was hast denn du gerade gesehen? Hast du schon was gekauft? Und so, das ist einfach wirklich genial bei einer Kunstmesse. Und ich meine, außerdem, wir gehen schon in Galerien, aber wir gehen natürlich nicht in alle Galerien. Wenn es zum Beispiel in Berlin Gallery Weekend ist, sind es ja so viele Galerien an so vielen Ecken der Stadt. Und das schaffen wir einfach nicht, mein Mann und ich, weil wir ja wirklich beide beruflich so engagiert sind. Aber in der Kunstmesse, da sind die halt alle komprimiert vorhanden. Und das Schöne ist, man geht dann auch mal in den Stand rein von der Galerie, wo man sonst vielleicht gar nicht hingehen würde. Und außerdem ist es halt schön unverbindlich, weil sobald ich eine Galerie betrete, dann hängt mir schon einer am Wickel und weil die uns halt auch kennen, dann wollen sie gleich mit uns da möglichst uns was verkaufen und so. Das ist aber auf der Messe nicht so, weil da sind dann auch so viele Leute, da ist man dann nicht so im Fokus. Man kann da einfach gucken und wenn man jetzt halt einen Preis wissen will, ich fände ja auch gut, wenn die Preise dran stünden, ehrlich gesagt. Das ist immer noch leider so intransparent. Aber dann ist es einfach so, dann kann man sich auch wieder verdünnisieren. Tschüss und hab nichts gekauft, ja. Das heißt, wenn Sie eben allein durch Artcrater natürlich sehr viel mitbekommen, was läuft, wo junge Künstler zu entdecken sind, dann nutzen Sie die Plattformen, die Messen, eben auch gerade die Art Cologne sammeln, wie Ihnen bietet. Darf man Sie denn fragen, was Sie dann als Sammlerin sozusagen, wo Ihre Schwerpunkte sind, Ihre Vorlieben und vielleicht verraten Sie uns auch, vor was Sie da sitzen. Das sieht ja nach einer sehr schönen, ja, fast paradiesisch, sehnsüchtig, Szenario aus. Sie sagen das schon, genau deshalb habe ich es auch gewählt heute als Hintergrund, weil ich hoffe, dass
diese Wärme und dieses Fernweh da auch rüberkommt von dem Bild. Das ist einfach, also mich macht das immer froh, wenn ich das Bild anschaue. Und ist, haben wir schon gesagt, das ist von Axel Kasseböhmer, das Bild. Das ist Nee, ein Gerhard Richter-Schüler. Und der wird vertreten von der Galerie Sprüht-Magers. Und wir haben das Bild aber schon sehr lange. Damals, als wir es kaufen wollten, da hat in der Tat jemand aus der Region, wonach das Bild auch so anmutet, es wirkt ja auch ein bisschen orientalisch, hat wollte uns das einer vor der Nase wegkaufen und wir haben es zum Glück für uns, ja, wir haben es bekommen von der Galerie. Wunderbar. Und das ist in der Tat ein sehr schöner und verheißungsvoller Hintergrund in diesen Zeiten, wo wir ja nur sozusagen in Gedanken und ideell reisen können, mehr oder weniger jedenfalls. Genau. Aber Sie sind eben eigentlich auch Architektin und haben ein Architekturbüro mittlerweile in Berlin. Wie sind Sie denn überhaupt zur Kunst gekommen? Vielleicht mögen Sie uns das noch kurz erzählen. Also ich bin eigentlich nicht zur Kunst gekommen. Die Kunst, die kam immer zu mir, muss ich sagen. Ja. Schon als ich ganz klein war, also so 3 Jahre und so, da habe ich mich immer in so eine Glasschüssel, die bei uns in der Diele stand, das war in der DDR. Die war, glaube ich, von WMF, die war total fest und groß, da habe ich mich so gedreht wie im Karussell. Und an der Wand hing da so ein Bild von Gotthard Graupner, da waren Gladiolen drauf. Das habe ich so, jeden Tag hatte ich dieses Bild vor mir. Ist dann nach der Flucht beschlagnahmt von meinen Eltern, also als sie geflohen sind, beschlagnahmt und versteigert worden. Wir wissen gar nicht, wo das Bild ist. Ich würde sonst was geben, wenn ich das Bild wieder hätte. So. Das war die eine, so fing das schon an. Und dann ging es natürlich weiter. Ich war zuerst in Berlin in einem Architekturbüro. Das war auch sehr kunstaffin. Auch die Architektur war eigentlich Kunst, Fehling und Gogel. Jetzt werden die plötzlich wieder gehypt. Danach bin ich nach Köln zu Gottfried Böhm gegangen. Und da war zufälligerweise der Nachbar war Heinz Stünke. Und irgendwie hatte ich den schon mal kennengelernt und der wusste dann, aha, die ist jetzt Nachbarin. Ich habe da auch gewohnt. Der hat mich dann immer zu seinen Salons eingeladen. Da habe ich natürlich sehr viel Kontakte bekommen zu Leuten, die in der Kunst arbeiten oder auch Sammlern. Und dann habe ich mir ein Büro gemietet und das waren die Räume, die habe ich übernommen von der Linde Rohr-Bongard, die ja den Kunstkompass rausgibt. So ging es weiter und dann habe ich das Büro erweitert um die Ecke, das war in dem Galeriehaus Lindenstraße 20 in Köln. Und da kamen dann welche und sagten, boah, du weißt du, dass unter deiner Wand hier, dass da ein Blinky Palermo ist, der ist nur überstrichen. Solche Sachen sind mir dauernd passiert. Insofern, und dann habe ich halt ganz viel, Künstler auch kennengelernt. Die waren mir als Freunde immer sehr, sehr, ja, ich konnte mich mit denen gut austauschen, eigentlich besser als mit Architektenkollegen. Ich habe da so eine Freiheit gesehen und dann habe ich die Becher-Schüler in Düsseldorf kennengelernt und in Köln halt von der Mülheimer Freiheit welche. Also das waren aber so Zufälle. Ich habe das nicht gesucht. Und so kam halt eins zum anderen. Verstehe. Das ist ja auch das Wunderbare an der Kunst, dass sich Kreise schließen und es Gelegenheiten ergibt und wunderbare Zufälle. Und dann, das ist überhaupt mit das Wichtigste, dann habe ich in Düsseldorf meinen Mann kennengelernt, der hat eine Galerie geleitet, die CCD-Galerie. Und der hat dann auf der Art Cologne einen Stand gemacht und weil er wusste, dass ich Architektin bin, hat er gesagt, Herr Sammer, irgendwie kannst du mir da mal helfen, ich muss da ein Standdesign abgeben. Und dann habe ich, weil er Sowjetkunst ausgestellt hat, allerdings von Künstlern wie Walter Dahn, Günter Förg, Kippenberger, Milan Kunz und Albert Oehlen, habe ich einen Stand entworfen, der ein bisschen das widerspiegelt, was da drin gemacht wurde. Das ist jetzt die fertige Version. Das war die Einreichung zur Art Cologne, also offizielles Art Cologne-Blatt. Und dann war das natürlich ein Riesenaufschrei, weil das durfte ja gar nicht sein, rote Säulen, das muss ja alles weiß und clean sein. Ja. Und dann
mein Mann gesagt, ja, das ist aber Kunst und das ist keine Architektin, die ist auch Künstlerin. Und dann musste ich mich auf die Leiter stellen und so tun, als ob ich die Säulen, das ist jetzt ein ganz schlechtes Foto, aber bemale. Und dann kam das Komitee vorbei und hat gesagt, okay, also dann, wir können ja nicht die Kunst verbieten. Das ist auch meine schöne persönliche Geschichte mit der Art Cologne. Und eigentlich, vielleicht war das auch ein Grund, dass ich mit meinem Mann noch näher zusammenkam und wir schlussendlich dann geheiratet haben. Das ist doch jetzt wirklich eine wunderbare Geschichte, dass sich der Kreis sogar so weit geschlossen hat, dass ein Ehebund daraus entstanden ist. Und jetzt wissen wir doch endlich, wie das damals gelungen ist, mit diesen Säulen die Jury der Art Cologne ein bisschen auszutricksen, sage ich jetzt mal. Aber ich muss sagen, die hat ja jetzt eine ganz bedeutende Galerie, Philomene Magers kam vorbei und die hat das total unterstützt. Die hat gesagt, boah, das ist ja super, das müsst ihr unbedingt machen. Werde ich nie vergessen. Wunderbar. Ja, vielen Dank, dass wir von Ihnen jetzt auch ein paar persönliche Hintergründe erfahren durften. Und da kann ich ja nur sagen, da hoffe ich doch sehr, dass wir Sie dann im April, das ist ja jetzt aktuell der neue Art Cologne-Termin, wieder dann auch persönlich begrüßen dürfen. Und dann werden wir das Gespräch sehr gerne weiter fortsetzen. Frau Wurlitz, einen schönen Tag noch und vielen Dank auch im Namen der Art Cologne. Ja, tschüss. Auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss.